Hi, ich bin Stefan Bischoff, ich bin 43 Jahre alt, ich bin regionaler Vertriebsleiter für die Region Westdeutschland bei Sedana Medical. Ich leite aktuell ein Team von 4 Außendienstmitarbeitern im Vertrieb. Sedana Medical ist ein relativ junges Unternehmen im Medizinbereich. Wir stellen Medizinprodukte und ein Medikament für die inhalative Sedierung erwachsener Patienten auf der Intensivstation her. Wir sind in mehr als 40 Ländern mit etwa 100 Mitarbeitern aktiv. Uns gibt es seit 2005 und unser Hauptsitz befindet sich in Stockholm. Sowohl als auch. Als Vertriebsaußendienstler waren wir es schon immer gewohnt, remote zu arbeiten. Was während der Pandemie neu dazu kam, war, dass die Verkaufsarbeit, die bis dato immer beim Kunden persönlich stattgefunden hatte, face-to-face, vor Ort in den Kliniken, sich auch auf remote verlagern musste, weil die Kliniken natürlich geschlossen waren und persönliche Besuche nicht mehr möglich waren. Ja, grundsätzlich schon. Also die Arbeit im Außendienst war ja schon immer als Remote konzipiert und die Leute haben sich ja aktiv dazu entschlossen, diese Arbeit so zu machen. Ähm, Das hohe Maß an Flexibilität, die hohe Eigenverantwortung wurden von vielen eigentlich immer als großer Vorteil angesehen. Aber der Vertrieb oder der direkte Verkauf, der war nicht als Remote konzipiert. Der hat vor der Pandemie direkt in den Kliniken face-to-face stattgefunden. Als das mit der Pandemie plötzlich nicht mehr möglich war, stellte das Team vor großen Herausforderungen. Hier musste also auch die direkte Verkaufsarbeit auf Remote umgestellt werden. Für mich ist Selbstwirksamkeit das Vertrauen in sich selbst, mit seinem eigenen Wissen und seinen eigenen Fähigkeiten schwierige Situationen und Probleme aus eigener Kraft meistern zu können. Naja, Nummer eins setzen wir am Anfang auf die richtige Auswahl geeigneter Mitarbeiter. Das heißt, wir achten darauf, dass zentrale Fähigkeiten, zentrales Wissen schon bei den Leuten vorhanden ist. Das bedeutet, die Mitarbeiter kommen alle aus der Krankenpflege, haben alle Intensiverfahrung über mehrere Jahre, bringen alle eine gewisse Lebenserfahrung mit. Außerdem entscheiden sich die Leute natürlich auch aktiv für diese Tätigkeiten. Die wissen grundsätzlich, worauf die sich einlassen, sind dementsprechend motiviert und möchten diese Vorteile nutzen. Im Vertrieb haben wir eine klare Zielsetzung. Wir werden gemessen an klaren Umsatzzielen. Unsere Aufgaben sind klar definiert. Wir investieren viel in die Fort- und Weiterbildung der Mitarbeiter. Was bedeutet das jetzt für die Remote-Arbeit? Also bei der Remote-Arbeit bedeutet das, dass wir regelmäßig eben Online-Education-Meetings machen. Wir produzieren unseren eigenen internen Podcast, wo zum Beispiel aktuelle Studien, aktuelle Sachen besprochen werden, was man sich on demand anhören kann, so oft wie man will. Wir haben eine regelmäßige Best Practice Session, in der das Team im Prinzip Probleme, alltägliche Situationen gemeinsam bespricht, gegebenenfalls gemeinsame Lösungen findet für Situationen. Wir haben eine eigene interne Chatgruppe, eine Fast Response Chatgruppe, wo bei dringenden Fragen eigentlich immer jemand erreichbar ist, immer sofort Hilfe angeboten werden kann. Und wir nutzen natürlich auch moderne aktuelle Tools wie zum Beispiel ChatGPT, um uns die Arbeit zu erleichtern. Probleme und Hindernisse. Naja, also wenn man mich fragt, sind ja Fernbeziehungen an sich schon häufig problematisch. Ja, was bedeutet das für die Praxis? Digitale Treffen können aus meiner Sicht kurzfristig persönliche Treffen überbrücken, aber nur sehr schwer vollständig ersetzen. Was bedeutet das fürs Team? Für mich besteht die Gefahr der Remote-Arbeit darin, dass eine räumliche Distanzierung auch längerfristig zu einer persönlichen Distanzierung führt, was dazu führen kann, dass Teams auseinanderdriften, im schlechtesten Fall auseinanderbrechen. Für den Verkauf oder auf den Verkauf bezogen, für den Verkäufer sind ja Vertrauen und die persönliche Beziehung zum Kunden entscheidend. Aus meiner Sicht haben digitale Treffen, Remote-Treffen,
die Tendenz, sehr sachlich und auf das Wesentliche fokussiert abzulaufen. Das erschwert aus meiner Einschätzung den Aufbau einer persönlichen Beziehung zu den Kunden. Ratschläge. Also aus meiner Sicht ist Vertrauen die Basis für erfolgreiche Remote-Arbeit. Vertrauen Sie Ihren Mitarbeitern, nehmen sich die Zeit, gegenseitig Vertrauen aufzubauen. Aus meiner Sicht funktioniert das gut in One-on-Ones, was man auch wunderbar digital miteinander abhalten kann. Nehmen sich da auch die Zeit, privat miteinander zu kommunizieren. Unterstützen Sie Ihre Mitarbeiter, selbstständig arbeiten zu können. Vermeiden Sie auf jeden Fall Micromanagement. Setzen Sie klare Aufgaben und klare Zielsetzungen. Arbeiten Sie ergebnisorientiert. Aus meiner Sicht ist auch die Organisation entscheidend. Eine Führungskraft sollte gerade bei Remote-Arbeit nicht mehr als 7 Mitarbeiter führen, einfach damit man sich mehr Zeit für den einzelnen Mitarbeiter nehmen kann. Und organisieren Sie auch persönliche Treffen. Wenn Sie sich persönlich treffen, achten Sie besonders auf Teambildungsmaßnahmen. Sorgen Sie dafür, dass das Team persönliche Beziehungen untereinander aufbauen kann, persönliche Bindung, wie das Wort schon sagt. Das wird längerfristig oder langfristig dafür führen, dass man weniger Fluktuation im Team hat.